Welcome to the Chase Podcast. Dr. Ron Charles is a renowned archaeologist, author, historian, speaker, missionary, and is known as the Christian Indiana Jones. Dr. Charles has spent over 50 years researching and uncovering truths about Jesus Christ and information that proves the historical authenticity of the Bible. Gleaned from his years of tireless research, ministry, and archaeological work as the pages of the Bible come to life like never before. Visit cubitfoundation.org for Dr. Ron's books and information about this global ministry. This is the Sea of Galilee. Also, das ist der See Genezareth. The Jordan River comes out the south end. Und hier im Süden fließt der Jordanfluss raus. Comes into the north end. Und der Jordanfluss, der fließt im Norden rein. Capernaum. Da ist Kapernaum. Magdala. Magdala, where Mary Magdalene was from. Wo die Maria Magdalena herkommt. Tiberias. Tiberias ist da. Bethsaida. Bethsaida. The home of Andrew and Peter. Da waren Andreas und Petrus zu Hause. This is Gadara, where Jesus had 2,000 pigs ran into the sea. Und das ist der Ort Gadara, also wo die 2000 Schweine da abgehauen sind, runtergestürzt sind. Nachdem Jesus this area is called the Golan Heights. Und hier das Gebiet, das sind die Golanhöhen. In our present history, this is fought over between Syria and Israel continually. Und zur heutigen Zeit streiten sich Israel und Syrien andauernd über diese Golanhöhen. From this distance over here is approximately 4 kilos. 4 Kilometer. 8 kilometers. Kilometer. Mhm. Und die Breite von dem See Genezareth sind ungefähr 8 Kilometer. And this distance is approximately 17 kilometers. Und die Länge vom See Genezareth etwa 17 Kilometer. Now, almost immediately, the mountains from the shore begin to climb for some, thank you, on the very small foothills. Und hier fangen die Berge dann an, wirklich hoch zu steigen. And then from the shore, am Fuß vom Berg gehen sie gleich hoch. And from the shore to the higher mountains is approximately 4 kilometers. Und vom Ufer zu diesen hohen Gebirge sind es etwa 4 Kilometer. Now, Jesus told his disciples, he said, go to the other side. Und Jesus hat damals seinen Jüngern gesagt, geht auf die andere Seite. And he said he constrained them to do so, which means that I command you or else I'm going to be upset if you don't. Und Jesus hat die Jünger regelrecht genötigt, darüber zu fahren. So mit anderen Worten, wenn ihr es nicht tut, dann gibt's Ärger. Now this was after Jesus had fed the 5,000. Und das alles geschah, nachdem Jesus die 5.000 Menschen gespeist hatte. The 5,000 were fed in this area, and the 5,000 that he fed were laborers who were building the city of Tiberias. Und die 5.000, die Jesus gespeist hat, die waren hier in dieser Gegend und das waren Arbeiter, die von hier kamen, Now it was months later. die diese Stadt gebaut haben. Months later, he fed the 4,000 over on this side. Und viel später hat er dann 4.000 Menschen hier auf der anderen Seite vom See gespeist. But after he had fed the 5,000 and led them away, then Jesus said he was going to go into the mountains, the high mountains, to pray. Aber nachdem Jesus hier diese 5.000 gespeist hatte und hat sie dann heimgeschickt, steht geschrieben, dass er dann auf den Berg da geht, auf die hohen Gebirge zum Beten. And he told his disciples, I want you to get into a ship and go over to Bethsaida. Und dann hat er seinen Jüngern genötigt, sie sollen sich in ein Boot setzen und sollen darüber bis nach Bethsaida And they were going to be by fahren. themselves. Und die Jünger waren dann alleine für sich. Okay, now I'm going to draw a section through here
So you'll see it, what it's like. Okay, und jetzt habe ich da so eine Linie, so einen Schnitt da gemacht von Westen nach Osten. Ihr seht gleich, um was es geht. Okay, this is the water level. Das ist der Wasserstand. Tiberias Da liegt Tiberias. with the small mountains and then the large mountains. Und da dann vom Ufer das niedere Gebirge und dann geht es ins hohe Gebirge On rein. this side, the cliffs go up immediately, and then the Golan Heights are here. Und hier auf der Ostseite vom See, da gehen die Felsen sofort in die Höhe und da ist dann die Golanhöhen sind da. The Sea of Galilee was created by the rifting of the Jordan River Valley. Und der See Genezareth, der ist entstanden durch diesen Jordanfluss, der da durch ist, ja, so And this in had der Mitte. happened thousands of years before this time. Und was der Jordan-Fluss da gemacht hat, dass es zum See wurde, das war tausende Jahre vorher. A volcanic reaction from underneath had tore the ground apart. Ja. Und da gab es eine Reaktion von dem Grund her, wie so eine kleine Explosion oder was da passiert ist. So ein Vulkan, oh, Entschuldigung. Okay, and so now this is the water level, Und das ist also jetzt der Wasserstand. and then this is the floor of the lake, the Sea of Galilee. Und das ist der Grund vom See Genezareth. This is approximately 1 to 3 meters. Und an diesen Seiten, das sind 1 bis 3 Meter, also vom Wasserstand bis zum Grund. And this is a very short distance, probably less than 15 meters. The distance. Und da, wo der See nur 1 bis 3 Meter tief ist an beiden Seiten, das sind bloß 15 Meter. And then it becomes to gradually go down like this. Und dann zur Mitte hin von den niederen Seiten wird der See langsam tiefer. And the maximum depth at this point is 7 meters. Und die tiefste an der also das Meer ist höchstens 17 Meter tief da. And then 7 Meter tief. then all of a sudden the bottom drops out. Und in der Mitte ist wie der Boden weg und der See hat wie ein Loch. Also da geht es ganz tief. And this depth for all the way down to the bottom is approximately 70 meters. Und da in der Mitte vom See geht die Tiefe, wo das Loch da ist, 70 Meter runter. Underneath this is molten lava. Und da ist geschmolzene Lavamasse drunter. Da unten am Boden, ganz tief. But what protects the lake is a very small rock crust of between 1 to 1.5 meters deep. Aber dass dieses Loch, also dieser See dann auch da unten einen Abschluss hat, da gibt es 1 bis 1,5 Meter tief so eine Felskruste und die ist über dieser flüssigen Lavamasse. And with this protection, then the fish are able to produce and people are able to fish and without any problems. Aha, und durch diese Formation, also mit diesem Felswand da unten, können die Fische sich verbreiten, vermehren und da oben kann man dann fischen. Das funktioniert This einwandfrei. area is called the shore. Also das ist das Ufergebiet. This area is called the deep. Das nennt man die Tiefe, ein Stückchen weiter rein. This is called the depths. Und das ist, ja, also das Tiefste. Most of the fish breed in this particular area. Aber die meisten Fische vermehren sich hier in dieser
in diesem tiefsten Teil des Sees. Now, the Sea of Galilee has a natural event that happens the only place in the world. Und in diesem See Genezareth gibt es so ein natürliches Vorkommnis, das ist einmalig in der ganzen Welt. Sometimes this event happens on this week, again next week, and not again for 100 years. Und was da passiert, das kann entweder diese Woche passieren, nächste Woche oder 100 Jahre lang gar nicht. Or 2 times this year, 1 time next year, and not again for 300 years. Oder zweimal dieses Jahr, einmal nächstes Jahr und 300 Jahre lang wieder gar nicht. Now, if you are fishing on the shore, Also wenn man da am Ufer, wo es nicht so tief ist, angelt, or in the deep, oder auch wo es tiefer ist, wenn man da angelt, then you normally are not affected by this natural catastrophe. dann spürst du normalerweise nichts von dieser natürlichen Katastrophe. This catastrophe is totally unexpected. Und diese natürliche Katastrophe kommt ganz unerwartet. It cannot be predicted. Das kann man nicht vorhersagen. No one knows when it's going to happen. Und niemand weiß, wann es wieder passiert. But without warning, Aber das kommt ohne Warnung. the rock crust cracks. Diese Felsenkruste da unten, die kriegt einen Riss. And the molten lava underneath creates a huge gas bubble that is extremely hot. Und diese flüssige Lava, die da drunter ist, die produziert so eine aufsteigende Gasblasen, die sind extrem heiß. And it rapidly explodes to the surface. Und die explodieren ganz schnell bis an die Oberfläche. And this is very, very hot. Und diese Gasblasen, die sind ganz, ganz heiß. And as it approaches the surface, then the cooler air escapes very rapidly from this. Und während das dann da oben an der Oberfläche da so hoch steigt, explodiert und die kalte Luft drauf kommt, what happens then? The colder air goes out. Ja, also die kalte Luft, die wird da wie weggeschwemmt. And then the air hits the mountains and goes back down like this. Aha. Und diese kalte Luft, die da so weggeblasen wird, die kommt da an diese Berge hoch, an diese Gebirge und macht da so einen Kreis, so einen Wirbel und kommt dann wieder so zurück. And it causes a tremendous storm in the middle of the Sea of Galilee. Und dadurch kommt ein Riesensturm, entsteht in der Mitte vom See Genezareth. Now, if there are ships that are fishing on these 2 locations, they're protected by the shelf. Und wenn da Boote sind, die da angeln oder so, während dieser Sturm kommt, die sind da an diesen Punkten von dem seichten Wasser zum Tiefen, werden die geschützt. And they normally are not affected by the storm. Und normalerweise kriegen die da nichts ab von diesem Sturm. But if you have a ship in the middle of the Sea of Galilee with this hits, Und normalerweise sind die Boote nur da, wo es nicht so tief ist. Aber wenn sie in dieser Mitte da sind, dann kriegen die volle Wucht vom Sturm. the ship goes down. Und die Schiffe sinken. Normally it goes down in less than 10 minutes. Und normalerweise sind es keine 10 Minuten und das Schiff ist untergegangen. Now, the Word of God said Jesus saw the ship. Und im Wort Gottes steht, dass Jesus dieses Boot gesehen hat. You can't see any ships out here if you're in these smaller hills. Aber wenn du da drüben in den niederen Ebenen bist, da kannst du keine Schiffe sehen. But you can if you're up in the higher hills. Aber wenn du in dem Hochgebirge bist, dann kannst du die Schiffe sehen. Now, there's 2 different kinds of vessels that go on the Sea of Galilee. Und auf dem See Genezareth hat es 2 verschiedene Arten von Schiffen, die da verkehren. One is a fishing vessel with sails, Eins ist ein Fischerboot, das Segel hat. and the other is a large
transport vessel that had rowers to move it. Und das andere ist so ein Transportschiff und da wird gerudert, glaube ich, damit sich es The fortbewegt. fishing vessels were normally Jewish fishermen. Und die Fischersboote, das waren normalerweise jüdische Fischer. But the large boats that had the rowers, those were Roman transports. Aber diese großen Rudertransportboote, die waren römisch. And if the transports were not totally filled with Roman soldiers and supplies and all of that, you can book passage on those transports. Und wenn diese Transportschiffe, diese römischen, nicht voll waren mit römischen Soldaten oder Güter, dann konnte man die quasi buchen und damit seine Fahrten machen. The Roman 10th Legion was on this side. The Roman 7th Legion was on this side of the Galilee. Und die Römer hatten ihre Legionen, die 10. auf der Seite, die 7. auf der Seite, also ihre Armeen da. And they would go back and forth to service one another. And like I said, if there was room on it, then you could book passage to get to the other side. Und diese Soldaten, die hatten natürlich Austausch und sind rüber und nüber und die konnten auch Passagiere mitnehmen, wenn Platz drauf war. Jesus said he saw them struggling with the oars, right? Und Jesus hat gesagt, er hat gesehen, dass sie Probleme hatten und gekämpft haben beim Rudern. This was not a sailboat. Es war kein Segelboot, oder This ein was a Fischerboot transport. mit Segeln, sondern es war ein Transportschiff. And regardless of whether it was a small fishing boat or a big transport, with this hit, it went down. Aber egal, was es war, ob es jetzt dieses Transportschiff war oder diese Segelschiffe, diese Fischkutter mit Segel, wenn sie in diesem Sturm, in diesem Teil in der Mitte vom See waren, dann waren sie weg, dann gingen sie unter. In order for Jesus to see them, he had to be in the higher mountains. Und damit Jesus die Schiffe dort sehen konnte, musste er in diesem Hochgebirge sein. So gewesen sein. Jesus was at least 4 kilometers to the shore, and then at least an additional 2 to 4 to the center where the ship was. Also Jesus war bestimmt vom Berg bis zum Ufer 4 Kilometer weg, plus nochmal diese 2 bis 3 Kilometer vom Ufer bis in die Mitte vom See hin. So Jesus saw them struggling once the storm hit. Und Jesus hat gesehen, wie sie es sich da abgekämpft haben, als dieser Sturm kam. And regardless of the size of the ship, it was normally sunk within 10 minutes. Und egal wie groß dieses Schiff war, in diesem Sturm ging es normalerweise innerhalb von 10 Minuten unter. But Jesus was at least 4, maybe as much as 8 kilometers away. Aber Jesus war mindestens 4, fast bis 8 Kilometer weit weg von diesem Transportschiff. How did he get there? Wie kam er auf den See, Before the ship sunk. bevor das Schiff unterging? Now, put yourself in the place of the disciples. Und jetzt stellt euch mal vor, dass ihr anstelle von den Jüngern jetzt da seid. Jesus, we did what you told us to do. Die haben gesagt, ja Jesus, wir waren gehorsam, wir haben gemacht, was du gesagt hast. We got in the ship, we went to the other side. Wir sind in dieses Schiff gegangen, wir waren auf dem Weg auf die andere Seite. And now this storm hits with all of its fury, and what can we do? Und jetzt kommt dieser Sturm mit all seiner Macht. Was können wir jetzt noch machen? And where are you? Und wo bist du überhaupt? We know that you're up there someplace. Wir wissen, du bist irgendwo, da oben irgendwo. If you were only here, Wenn du nur da wärst, then we would be comfortable. dann ging es uns gut. We have seen you calm the storms before. Weil wir haben schon vorher gesehen, dass du den Sturm stillen kannst. You've seen you heal the blinded eyes. Wir haben gesehen, dass du Blinde sehend machen kannst. We were there when you broke the bread and the fish. Wir waren da, als du Brot und Fische verteilt hast und das Brot gebrochen if hast. you were only with us, then we know that we would be okay.
Wenn du nur bei uns wärst, dann wüssten wir, dass wir hier jetzt okay wären. But you are not. Aber du bist nicht da. Where are you? Wo bist du? Every place we look, there's destruction. Überall, wo wir jetzt nur hinschauen können, da ist nur Zerstörung. We don't see you. Wir sehen dich nicht. We don't feel you. Wir spüren dich nicht. We don't hear you. Wir hören dich nicht. Where are you? Wo bist du? Looking at it from a human perspective, Jesus could not make it to them in time. Also, wenn wir uns das jetzt menschlich vorstellen, es war unmöglich, dass Jesus rechtzeitig dort bei den Jüngern erscheinen konnte. Even if Jesus was able to cover the 4 kilometers to the shoreline, Auch wenn Jesus die 4 Kilometer bis ans Ufer gepackt hätte, no one is crazy enough to rent him a boat to go out in the middle of the storm. aber niemand ist so verrückt und leiht ihm ein Boot, dass er da mitten in den Sturm rein kann. They were beside themselves with fear. Also die Jünger, die waren total neben sich vor lauter Angst. Now, at that time, the sailors felt that if it was determined that you were to die that night, Und es war so, dass diese Fischersleute sich immer überlegt haben, wenn es jetzt wirklich wahr ist, dass wir heute Nacht sterben sollen, then there would be the ghost or the spirit of someone who has died at sea would visit you. dann erwarten sie, dass wenn sie dann wenn sie so einen Geist sehen, dass das ein Geist eines Toten wäre, der in diesem Sturm vorher umgekommen ist. There has never, up to this point, never been any stories about anyone walking on the sea. Und bis dahin gab es noch nie so ein Vorkommnis oder so ein Wunder, dass jemand auf dem See gelaufen ist. Moses divided the water. Moses hat das das Meer geteilt. Elisha divided. Elia und Elisa, die haben auch den Jordan geteilt. Joshua brought the water up to one side. Und Josua hat das Wasser dahin gebracht, dass es auf die Seite zurückging. But not even in Egyptian or Greek or Roman mythology has anyone walked on the sea. Aber auch nicht in der ägyptischen, römischen oder griechischen oder was Mythologien gibt's das, dass jemand auf dem Meer oder auf dem Wasser gewandelt ist. This is so illogical that even in the tales, no one could even think of such a thing. Das ist so unlogisch, dass noch nicht mal in den Geschichten und Märchen jemand sich das ausgedacht hätte. And so no one could comprehend a man walking on water. Also konnte sich niemand, aber auch gar niemand je vorstellen, dass da ein Mensch auf dem Wasser laufen könnte. And so they looked up and they saw this ghost. Und die Jünger schauten auf und sahen diesen Geist. They recognized it as Jesus. Und sie haben Jesus erkannt da drin. Obviously, Jesus had tried to come to them and he was killed. He was drowned. Und es war natürlich für sie, dass Jesus versucht hat, zu ihnen zu kommen und dabei umgekommen ist. Jesus, we did exactly what you told us to do. Und Jesus, wir haben ganz genau gemacht, was du uns gesagt hast. And now you are dead. Und jetzt bist du sogar tot. But then Jesus comforted them and he says, it's me. Aber Jesus hat sie beruhigt und sagte, ich bin's. But he didn't calm the storm. Aber er hat den Sturm nicht gestillt. Not until he got into the boat with them. Er hat den Sturm nicht gestillt, bis er mit ihnen im Boot war. And then he says, why did you doubt? Und dann geht er, als er dann im Schiff war, sagt er, warum habt ihr gezweifelt? Why did I doubt? Warum habe ich gezweifelt? It's quite obvious why I doubted. Das ist doch wohl sehr klar, warum ich gezweifelt habe, oder? There were things here tonight that just did not make any sense. Das, was heute Abend hier passiert ist, das macht überhaupt keinen Sinn. And you know, in our lives, Und wisst ihr, in unserem eigenen Leben it's the same thing. ist es genauso. Maybe you are doing exactly what you feel like your Lord has told you to do. Vielleicht
machst du genau das, was der Herr dir gesagt hat, was du tun sollst. You know that you know that you know that you are obeying him. Und du weißt, dass du sicher bist, dass du dem Herrn gehorsam bist. You are accomplishing his will that he has designated for you. Und du erfüllst genau den Willen Gottes für dein Leben, den er für dich bestimmt hat. And then, in the middle of you accomplishing his will, Und dann mittendrin, während du Gottes Willen ausführst, a storm hits your life that you have no idea where it came from. dann kommt so ein Sturm in dein Leben und du begreifst überhaupt nicht, wo das jetzt herkommt. And that storm is so strong that you know that you're going down. Und dieser Sturm, der ist so schlimm, dass du genau weißt, hier gehe ich jetzt unter. That bankruptcy is guaranteed. Diese Pleite, die kann ich nicht abwenden, die ist A garantiert. breakup of the company is guaranteed. Und dass die Firma jetzt zerbricht, das steht fest. Conflict in the family is guaranteed. Konflikt in der Familie, das ist garantiert. Also kann man nichts machen. And I don't know what to do about it. Und ich habe keine Ahnung, was ich dagegen jetzt unternehmen kann. Jesus, where are you? Jesus, wo bist du? I don't feel you. Ich spüre dich nicht. I can't hear you. Ich kann dich nicht hören. Your word is blind to me. Und dein Wort, das sagt mir nichts mehr hier in der Situation. But what the disciples did not know Aber was die Jünger nicht wussten, is that although they could not see him, obwohl sie Jesus nicht sehen konnten, they could not hear him, sie konnten ihn nicht hören, they could not touch him, sie konnten ihn nicht berühren, he was watching them. hat Jesus sie aber beobachtet. And he was watching every move that they made. Und Jesus hat ganz genau hingeschaut und jede ihrer Bewegungen beobachtet. His eyes never left them. Also jede Reaktion. Seine Augen waren die ganze Zeit auf ihn. So the storm that you may be going through, Und dieser Sturm, durch den du jetzt vielleicht gehst, you may think that you're sinking du denkst, jetzt gehst du unter. and there's no way out. Und es gibt keinen Ausweg. Your Jesus has seen you from the very beginning. Dein Jesus hat dich da gesehen von Anfang an. He's been watching you. Der hat dich beobachtet. He sees every move that you make, every thought that you think, every word that you say. Er sieht jede deiner Reaktionen, jedes Wort, das du gesprochen hast, alles, was du tust. It was totally illogical for Jesus to walk on water. Und es war total unlogisch, dass Jesus auf dem Wasser laufen sollte. It was totally impossible. Es war unmöglich und unlogisch. It was so illogical that no one in all of history had ever even thought about it. Und das war so unlogisch, dass in der ganzen menschlichen Geschichte noch keiner an sowas überhaupt gedacht hatte. But Jesus did it. Aber Jesus hat's gemacht. So even if he has to totally change the laws of the universe, he will come to your rescue. Aber auch wenn Jesus die ganzen Gesetze des Universums ändern müsste, er wird dich retten. Er wird das machen, dich zu retten. Because you are his. Weil du gehörst ihm. And he is mindful of you. Und er ist besorgt um dich. He does care for you. Er kümmert sich um dich. And he does love you. Und er liebt dich. And he will move all the forces of nature to come to your aid. Und er wird alle Gewalten der Natur bewegen, um zu deiner Hilfe zu kommen. There's no record of how the disciples reacted between the time of the death of Jesus and the resurrection of Jesus. Also da ist nichts niedergeschrieben, wie die Jünger reagiert haben zwischen dem Tod Jesu und der Auferstehung Jesu. But there is a record of this event we talked about tonight. Aber von dem Geschehnis, von dem wir heute Abend reden, da ist es aufgeschrieben. Ja, das ist aufgeschrieben. The Roman historian or the Roman centurion who was the captain of this ship was an eyewitness. Weil der römische Hauptmann, der Kapitän von diesem Schiff war,
ist ein Augenzeuge davon. And he wrote the record of this miracle. His name is Julius Gaius Septus. Und dieser Julius Gaius Septus, er hat diese Geschichte, dieses Wunder aufgeschrieben. And his record is on display at the Ben Gurion University in Beersheba, Israel. Und seine Niederschrift, die steht in diesem Ben Gurion Museum oder was, in Jerusalem. Entschuldigung, wo? Where? Ben Gurion University. In der Universität. In Jerusalem, in der Ben Gurion Universität. Nein. Beersheba. In Beersheba. And so that's an accurate record of one of the most amazing miracles ever recorded. Und die Niederschrift ist sehr genau von einem der erstaunlichsten Wunder, die je niedergeschrieben wurden. The last record of this happening Und die letzte Niederschrift, dass das hier passiert ist, da mit den Felsen, was June the 7th, 1967. das war am 7. Juni 1967, wo das passiert ist. We call it the Six-Day War. Wir nennen es den Sechstagekrieg. There were Syrian soldiers, 3 transports were on their way across the Sea of Galilee to attack the Israelis in Tiberias. Also da waren 3 syrische Armeen auf dem Weg hier von dieser östlichen Seite, die rüber wollten zum Westen hier vom See Genezareth. When the Syrian transports got into the center, Und als dieser syrische Transport in diesem Zentrum vom See Genezareth this bubble exploded. ist sind diese Gaswolken hier explodiert. And the 3 transports were sunk. Und diese 3 militärischen Transporte sind gesunken. Coincidence? Zufall? No. And the difficulties in your life, Und die Schwierigkeiten in deinem Leben, then God delivering you from that is also no coincidence. und die Tatsache, oder die Möglichkeit, dass Gott dich freisetzt oder erlöst aus diesem Drama, ist auch kein Zufall. The Chase with Dr. Ron Charles is sponsored by supporters of the Cubit Foundation. Visit cubitfoundation.org for Dr. Ron's books and discover how you can support this global ministry.